Willkommen auf der Obstbaumwiese in meinem Garten. Die Obstbäume, die habe ich schon gepflanzt, aber mit der Wiese, das sieht ja hier noch ziemlich mager aus. Ich will natürlich eine Blumenwiese haben, damit sie auch richtig summt und brummt. Ein kleines Biotop. Dafür muss ich jetzt aktiv werden, damit es im Sommer so ein bisschen aussieht wie hier unten. Da habe ich natürlich ein bisschen auch gefaked. Alles, was man dazu braucht, ist eine ungenutzte, wenig gebrauchte Fläche. Das muss gar nicht unter Obstbäumen sein. Ich habe hier 120 Quadratmeter, 5 Quadratmeter reichen aber auch schon. Und die beste Aussaatzeit ist der Frühling, so bis Mitte Juni, und der Spätsommer ab September. Ja, was braucht man denn alles? Fangen wir erstmal mit der Bodenbearbeitung an. Und dann kriegt hier bloß keinen Schreck. Man braucht natürlich nicht unbedingt so eine riesen Fräse, so ein Riesengerät. Ich habe aber 120 Quadratmeter zu bearbeiten und da macht das Ding die Arbeit schon sehr viel leichter. Ist sogar eine Umkehrfräse, die macht es noch mal einfacher. Es geht aber auch alles mit der Hand, gerade wenn man nur 5 Quadratmeter zu bearbeiten hat. Dazu braucht man natürlich einen Spaten, eine Schippe und einen Planierrechner, damit ich das Ganze schön glatt ziehen kann. Damit das Saatgut hinterher festhält, brauchen wir noch eine Walze und natürlich das Saatgut. Aber dazu später mehr. Ich fange jetzt erstmal mit der Bodenbearbeitung an. Egal, ob du schweißtreibend mit dem Spaten oder mit der Maschine arbeitest, die Bodenvorbereitung, die ist das A und O. Am besten beginnst du damit schon mehrere Wochen vorher. Den Boden lockern, entweder mit dem Spaten oder mit einer Fräse. Der Vorteil davon ist, Samen, der noch vom Unkraut im Boden liegt, der kann dann noch mal aufkeimen und du kannst ihn ganz leicht entfernen. Außerdem sollten Wurzelunkräuter raus, also der Schachtelhalm oder die Winde. Die müssen auf jeden Fall entfernt werden, denn die konkurrieren ja später mit deiner Blumenwiese. Und wenn du eine Magerwiese machen willst, dann musst du vorher auch noch Sand mit einarbeiten. Das ist allerdings ein bisschen aufwendiger. 15 bis 20 Zentimeter Bodenschicht müssen 1:1 mit Sand gemischt werden. Nach dem Umgraben oder dem Fahren mit der Maschine ist nochmal ganz gut, wenn man mit so einem Planierrechen den Boden so ein bisschen glatt zieht. Muss nicht so sein wie beim englischen Rasen, aber wenig Hubbel ist immer gut. Der Boden ist gefräst und planiert. Jetzt geht's ans Aussäen. Die Auswahl unterschiedlichen Mischungen, die ist riesig. Wir haben uns hier für eine Blumenwiese entschieden, die auch mit nährstoffreicheren Standorten gut klarkommt. Ich wollte mir ja das Abmagern sparen. Es ist eine Blumenwiese mit, ich glaube, um die 50, 60 verschiedenen Samen. Ich lese mal ein paar vor. Der Heilzist, die Knäuel-Glockenblume, der Wiesenpippau, die wilde Möhre, aber auch Rasenarten, wie zum Beispiel das rote Straußgras und der Wiesenschwiegel. All diese sind aufeinander abgestimmt und kommen hier mit dem sonnigen Standort gut klar. Idealerweise kommen sie auch noch aus regionalem Anbau, denn dann weiß man, dass das Saatgut auch regional gut an den Standort angepasst ist. Aber Vorsicht, bei der Aussaat ist Sorgfalt notwendig, denn die Saatgutmenge pro Quadratmeter beträgt bei dieser Mischung zum Beispiel nur 3 Gramm. Das ist verdammt wenig und deshalb muss man sehr sorgfältig arbeiten. So, wir haben hier 120 Quadratmeter. Wir brauchen, steht drauf, 3 Gramm pro Quadratmeter. Bedeutet also nach Adam Riese 360 Gramm Saatgut, das wir aussäen müssen. Ja, und warum ist es so wichtig, dass ich nicht zu dicht aussähe, sondern wie in dem Fall hier nur mit 3 Gramm pro Quadratmeter? Ganz einfach, das hier ist eine Mischung von verschiedensten Pflanzenarten. Da sind Schnellkeimende dabei, langsam keimende, starkwüchsige und schwachwüchsige. Wenn ich zu dicht aussähe, dann kommen natürlich nur die stärksten und die schnellsten durch und die schwächsten, die bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Uns geht es aber hier um die Vielfalt auf der Fläche und deshalb genau nach Vorschrift aussäen, also nur 3 Gramm pro Quadratmeter.
Und dafür gibt es einen Trick. Man kann nämlich das Saatgut strecken, zum Beispiel mit Sand oder hier mit Maisschrot. Also, ich brauche 3 Gramm Saatgut pro Quadratmeter. Ich strecke es auf 10 Gramm pro Quadratmeter. Fehlen mir also noch von 3 bis 10, also 7 Gramm. Brauche ich bei 120 Quadratmeter, kleine Milchmädchenrechnung, 840 Gramm Maisschrot. Dazu das gut ummischen, dann habe ich es viel leichter beim Aussehen. So, und damit wir nach 60 Quadratmetern nicht schon das ganze Saatgut weg haben, teilen wir das ganze Saatgut in 2 Hälften, säen einmal in Längsrichtung und einmal in Querrichtung aus. Ein paar kleine Tipps beim Aussäen. Wenn es windig ist, möglichst tief bücken, weil das leichte Saatgut wird sonst vom Wind verweht. Durch den Maisschrot kann man auch gut erkennen, wo man schon was hingeschmissen hat. Und auch nicht so wahnsinnig breitwürfig säen, weil, wie gesagt, das Saatgut ist leicht. Lieber einen kleinen Streifen machen und den schön gleichmäßig. Das hat so richtig was Meditatives. So, jetzt der vorletzte Arbeitsschritt, das Einwalzen. Im Gegensatz zu einem Rasen, wo ich das Saatgut auch noch mal einharke, verzichte ich hier drauf, weil in dem Saatgut sind sehr viele Lichtkeimer und die würde ich dann zu tief unter die Erde bringen. Deswegen nur noch anwalzen. So, der letzte Schritt ist das Angießen, das ist besonders wichtig. Idealerweise informierst du dich, bevor du deine Blumenwiese aussäst, ob eine Regenperiode bevorsteht. Denn dann hast du das Gießen so ein bisschen gespart. Denn der frische Keimling, der darf auf gar keinen Fall austrocknen. Daher regelmäßig wässern. So eine Blumenwiese, die ist nicht nur für die Menschen schön, weil sie gut aussieht, sondern sie ist auch eine wertvolle Nahrungsquelle für alle möglichen Insekten. Denn hier in so einer Glockenblume, da fühlen sich die Bienen richtig wohl. Es dauert etwa 3 bis 4 Wochen, bis die ersten Samen hier auflaufen, bis das erste Grün zu sehen ist und vielleicht im August die ersten Blüten. Ist die Blumenwiese erstmal richtig angewachsen, muss sie 2 bis 3 Mal im Jahr gemäht werden. Am besten das Mähgut auch abfahren, denn damit magert man die Wiese ab. Großer Vorteil ist, man braucht sie deutlich weniger zu gießen, die Blumenwiese, weil die Pflanzen wurzeln sehr viel tiefer als der klassische Rasen. Das heißt, sie kommen auch an tiefer gelegene Wasserschichten und lockern auch durch ihr kräftiges Wurzelwerk den Boden auf. Wie sich dieser braune Acker hier unten in eine blühende Wiese verwandelt, das seht ihr selbstverständlich auf meinem Kanal. Wenn euch meine Tipps gefallen haben, dann macht's am besten nach. Gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert meinen Kanal.